Ich hatte eine Reinigungsfirma, 4 Kunden, 2.000 € Umsatz im Monat. Ich dachte, läuft gut. Und dann kam der Brief vom Finanzamt. 11.000 € Nachzahlung. 11.000, weil ich die Umsatzsteuer nicht abgeführt hatte. Weil mir niemand gesagt hat, dass ich das muss. Ich verlor alles. Mein Geschäft, meine Ersparnisse und fast meine Wohnung. Und das Schlimmste, es war vermeidbar, wenn mir jemand erklärt hätte, wie es funktioniert. Deswegen machen wir diese Folge, damit dir das nicht passiert. Willkommen bei Radio Migrant. Ich bin Markus, Steuerberater. Und heute erklären Lena und ich dir alles über das Gründen in Deutschland. Schritt für Schritt. Mit echten Zahlen. Ohne Fachchinesisch. Abonniere jetzt, denn diese Folge kann dir Tausende Euro sparen. Oder verdienen. Erstmal, warum ein eigenes Unternehmen? Warum nicht einfach als Angestellter arbeiten? Weil mein Diplom nicht anerkannt wurde. Ich bin Betriebswirtin in der Ukraine. Hier nichts wert. Ich konnte nicht in meinem Beruf arbeiten. Also dachte ich, dann mache ich mich selbstständig. Putzen kann jeder. Dafür braucht man kein Diplom. Und damit bist du nicht allein. 82% aller Neugründungen in Deutschland sind Einzelunternehmer. Das zeigt der KfW-Gründungsmonitor von 2024. Es ist die häufigste Art zu gründen, weil es einfach und billig ist. Billig ja. Einfach? Nur wenn du weißt, wie es funktioniert. Und ich wusste es nicht. Schritt 1. Du gehst zum Gewerbeamt deiner Stadt und meldest ein Gewerbe an. Das kostet zwischen 20 und 60 Euro. Je nach Stadt. 20 bis 60 €? Das war's? Das war's. In vielen Städten geht das sogar online. Du füllst den Gewerbeschein aus. Name, Adresse, was du machst. Fertig. Das Gewerbeamt informiert automatisch das Finanzamt. Und das Finanzamt schickt dir den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Achtung! Freiberufler wie Ärzte, Journalisten oder Übersetzer brauchen keine Gewerbeanmeldung. Die melden sich direkt beim Finanzamt an. Kostenlos. Das wusste ich damals nicht. Ich dachte, alle müssen zum Gewerbeamt. Aber wenn du Freiberufler bist, sparst du dir das. Jetzt die wichtige Frage: Welche Rechtsform? Für die meisten Starter gibt es zwei Optionen: Einzelunternehmen oder GmbH. Das Einzelunternehmen ist die einfachste Form. Kein Mindestkapital, kein Notar, nur die Gewerbeanmeldung. Aber du haftest mit deinem Privatvermögen. Wenn dein Geschäft Schulden macht, zahlst du persönlich. Das ist genau mein Problem gewesen. Meine Firma hatte Schulden. Und die kamen aus meiner eigenen Tasche. Bei einer GmbH ist das anders. Die GmbH ist eine eigene juristische Person. Dein Privatvermögen ist geschützt, aber du brauchst 25.000 Euro Stammkapital und einen Notar und einen Steuerberater. Das kostet Geld. Oder die UG, die Unternehmergesellschaft. Die kannst du schon ab einem Euro Stammkapital gründen. Aber du musst 25% deines Gewinns zurücklegen, bis du 25.000 Euro erreicht hast. Dann wird die UG automatisch zur GmbH. Und für wen ist was?
Wenn du anfängst und wenig Geld hast, Einzelunternehmen. Wenn dein Risiko hoch ist oder du viel Umsatz machst, G, M, B oder UG. Die meisten Starter beginnen mit einem Einzelunternehmen und wechseln später, wenn es wächst. Jetzt das Wichtigste. Die Kleinunternehmerregelung. Das ist die Regel, die dir am meisten hilft oder am meisten schadet. Je nachdem, ob du sie verstehst. Seit 2025 gilt: Wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 25.000 Euro lag, bist du automatisch Kleinunternehmer. Früher waren es 22.000. Jetzt 25.000. Als Kleinunternehmer musst du keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen schreiben und keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Das vereinfacht alles. Moment. Das ist genau das, was mir passiert ist. Ich war kein Kleinunternehmer, weil mein Umsatz zu hoch war. Ich musste Umsatzsteuer berechnen. 19% und abführen. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, das Geld gehört mir. Und das ist der häufigste Fehler. Umsatzsteuer ist Durchlaufgeld. Es gehört dem Finanzamt, nicht dir. Leg es auf ein separates Konto. Fass es nicht an. Ich sage es mit Schmerz. 11.000 Euro Schmerz. Aber Achtung! Als Kleinunternehmer darfst du auch keine Vorsteuer abziehen. Das heißt, die Umsatzsteuer, die du selbst bezahlst, zum Beispiel beim Kauf einer Maschine, bekommst du nicht zurück. Steuern. Das Wort, das jeden Unternehmer nervös macht. Aber es ist einfacher, als du denkst. Nummer 1. Einkommensteuer. Als Einzelunternehmer zahlst du Einkommensteuer auf deinen Gewinn. Der Steuersatz beginnt bei 14% und steigt bis 42%. Je mehr du verdienst, desto mehr zahlst du. Und wie berechnet man den Gewinn? Einnahmen minus Ausgaben. So einfach ist das. Wenn du 30.000 Euro einnimmst und 10.000 Euro Kosten hast, ist dein Gewinn 20.000 Euro. Darauf zahlst du Einkommensteuer. Nummer 2. Gewerbesteuer. Die zahlen nur Gewerbetreibende, keine Freiberufler. Aber es gibt einen Freibetrag von 24.500 Euro. Unter diesem Betrag keine Gewerbesteuer. Für die meisten Starter ist das kein Problem. Nummer 3. Umsatzsteuer. 19%. Es sei denn, du bist Kleinunternehmer. Dann 0%. Zusammengefasst, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, unter 25.000 Umsatz, zahle ich Einkommensteuer auf meinen Gewinn. Keine Gewerbesteuer unter 24.500 und keine Umsatzsteuer als Kleinunternehmer. Richtig? Genau richtig. Und deshalb ist die Kleinunternehmerregelung so beliebt. Jetzt der Teil, auf den alle warten. Was darfst du von der Steuer absetzen? Alles, was du für dein Geschäft ausgibst, senkt deinen Gewinn. Weniger Gewinn bedeutet weniger Steuern. Das ist die Grundregel. Beispiel 1. Dein Laptop. Kostet er weniger als 800 Euro netto, darfst du ihn komplett im ersten Jahr absetzen. Kostet er mehr, schreibst du ihn über 3 Jahre ab. Und wenn ich den Laptop auch privat nutze? Dann nur den geschäftlichen Anteil. 50% geschäftlich, dann 50% absetzbar.
Beispiel 2. Dein Handy. Geschäftlich genutzt, absetzbar. Dein Internetanschluss zu Hause, teilweise absetzbar. Dein Buchhaltungsprogramm, komplett absetzbar. Und mein Auto? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder 30 Cent pro Kilometer für geschäftliche Fahrten oder die tatsächlichen Kosten, aber dann brauchst du ein Fahrtenbuch. Jede Fahrt, jeder Kilometer. Das ist aufwendig. Die meisten nehmen die Pauschale. Und Bewirtungskosten. Wenn du einen Kunden zum Essen einlädst, 70% absetzbar, nicht 100, 70. Und du brauchst den Beleg mit dem Namen des Kunden und dem Geschäftsanlass auf der Rückseite. Also, Laptop ja, Kleidung nein, Auto pro Kilometer ja. Essen mit Kunden 70%. Das sind die Sachen, die dir niemand erzählt. Und Arbeitszimmer. Wenn du ein separates Zimmer in deiner Wohnung nur für die Arbeit nutzt, kannst du bis zu 1260 Euro im Jahr pauschal absetzen. Oder die tatsächlichen Kosten anteilig. Ich will ehrlich über meine Fehler reden, denn daraus lernt man am meisten. Fehler 1. Keine Buchhaltung, keine Rechnungen, keine Belege, keine Stundenaufzeichnung. Ich machte alles auf Papier. Als das Finanzamt fragte, wo sind die Unterlagen, hatte ich nichts. Fehler 2. Die Umsatzsteuer ausgegeben. 11.000 Euro. Weg, weil ich dachte, das Geld gehört mir. Fehler 3. Keine Versicherung. Ich wurde krank. 2 Wochen. Kein Einkommen, kein Krankengeld. Weil Selbstständige in Deutschland kein Krankengeld bekommen, wenn sie nicht freiwillig versichert sind. Das ist entscheidend. Als Selbstständiger musst du dich selbst um deine Krankenversicherung kümmern. In der gesetzlichen Kasse zahlst du als Selbstständiger mindestens 200 Euro im Monat. Und für Krankengeld musst du extra zahlen. Fehler 4. Nur 4 Kunden. Einer kündigte. 1/4 meines Umsatzes. Weg. In einer Woche. Regel: Nie mehr als 30% deines Umsatzes bei einem Kunden. Streue dein Risiko. Nach den 11.000 Euro Schulden habe ich aufgehört. Gewerbe abgemeldet. Zurück in die Festanstellung. Lager, Pakete sortieren. Und ich dachte nie wieder selbstständig. Aber nach einem Jahr juckte es wieder. Ich hatte eine Idee. Ein Übersetzungsbüro, ukrainisch-deutsch. Das ist meine Stärke. 2 Sprachen. Aber diesmal anders. Ich ging zur kostenlosen Gründerberatung. In Deutschland gibt es das kostenlos. IK. Jobcenter Gründerzentren. Ich kaufte ein Buchhaltungsprogramm. LexOffice. 16 Euro im Monat. Ich eröffnete ein separates Konto für die Umsatzsteuer. Und ich schrieb jede Rechnung, jeden Beleg und jede Stunde auf. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Unternehmen, das scheitert, und einem, das überlebt. Nicht die Idee, die Verwaltung. Mein Übersetzungsbüro läuft jetzt 2 Jahre. 6 feste Kunden, 3.000 Euro Umsatz im Monat. Und ich zahle meine Steuern pünktlich, jedes Quartal. Ich erzähle etwas, das ich noch nie erzählt habe. Meine erste Rechnung beim Übersetzungsbüro. Es war eine Übersetzung einer Geburtsurkunde. Ukrainisch-Deutsch. Für eine Frau aus Tscharkiw. Sie brauchte es für das Standesamt.
2 Stunden Arbeit. 60 Euro. 2 Tage später war das Geld auf meinem Konto. 60 Euro. Ich schaute auf mein Handy und ich weinte. Nicht vor Trauer, vor Stolz, weil ich diese 60 Euro mit meinem Wissen verdient hatte. Mit meinem Namen. Nach den 11.000 Euro Schulden. Nach den Paketen im Lager. Waren da 60 Euro. Auf meinem Konto von mir, für mich. Und ich rief meine Mutter an. In der Ukraine. Mama, ich habe meine erste Rechnung geschickt. Und Sie haben bezahlt. Meine Mutter versteht nicht, was eine Rechnung ist. Aber sie hörte es in meiner Stimme. Und sie sagte, ich bin stolz auf dich. 60 Euro, es klingt nach nichts, aber es war alles. Lena, das ist wunderschön. Ich erzähle von meinem Kunden Youssef. Sein Beispiel ist perfekt. Youssef kam vor 3 Jahren aus Syrien. Er arbeitete als Friseur in einem Salon. 10 Euro die Stunde, 40 Stunden die Woche, 1600 Euro brutto im Monat. Eines Tages kam er zu mir und sagte, Markus, ich habe 15 Stammkunden, die nur zu mir kommen, nicht zum Salon, zu mir. Kann ich ein eigenes Geschäft aufmachen? Wir rechneten zusammen. 15 Kunden pro Woche. 30 Euro pro Schnitt statt 10 Euro Stundenlohn. Das sind 450 Euro pro Woche. 1800 im Monat. Mehr als vorher. Aber er braucht einen Stuhl, Werkzeug, einen Raum. Er mietete einen Stuhl in einem bestehenden Salon. Das nennt man Stuhlmiete. 300 Euro im Monat. Er nutzte die Kleinunternehmerregelung, weil sein Umsatz unter 25.000 lag. Keine Umsatzsteuer. Gewerbeanmeldung 40 Euro. Nach einem Jahr netto mehr verdient als vorher, weil kein Chef zwischen ihm und seinen Kunden stand und weil er seine Kosten absetzen konnte. Stuhlmiete, Werkzeug, Shampoo, Handtücher, alles absetzbar. Youssef, der Friseur, verdient jetzt mehr als Youssef, der Angestellte, weil er denselben Kunden hat, aber ohne Zwischenperson. Noch ein Beispiel. Anja aus Polen. Anja putzte bei einer Reinigungsfirma. 12 Euro die Stunde. 10 Kunden kamen zu ihr und sagten, Anja, wir möchten dich direkt bezahlen, ohne die Firma. Wir machten einen Plan. Gewerbe angemeldet. 45 Euro. Kleinunternehmerregelung gewählt. 15 Euro die Stunde statt 12. Buchhaltungsprogramm. 15 Euro im Monat. Und sie hat etwas Schlaues gemacht. Richtig. Sie hat jeden Kunden nach einer Google-Bewertung gefragt. Nach 6 Monaten 25 Bewertungen mit 5 Sternen. Neue Kunden fanden sie über Google. Kostenlose Werbung. Google-Bewertungen kostet nichts und wirkt wie ein Magnet. Das ist ein Tipp, der Gold wert ist. Die Frage, die alle stellen: Wie finde ich Kunden? 3 Wege. 1. Dein Netzwerk. Erzähl jedem, was du machst. Nachbarn, Freunde, Leute im Deutschkurs. Mund zu Mund ist gratis und funktioniert am besten. 2. Online-Plattform MyHammer, Freelance.de, Indeed. Dort kannst du dich als Selbstständiger anbieten. 3. Social Media. Eine einfache Facebook-Seite
oder ein Instagram-Profil. Zeig, was du machst. Es muss nicht perfekt sein. Es muss echt sein. Meine erste Kundin beim Übersetzungsbüro fand mich über eine ukrainische Facebook-Gruppe in Deutschland. Ich schrieb, ich übersetze ukrainisch-deutsch. 20 Euro pro Seite. Innerhalb einer Woche 3 Anfragen. Markus, du bist jetzt Steuerberater. Aber du warst auch mal am Anfang. Mein Vater hatte einen kleinen Laden in der Türkei. Gemüse und Obst. Er arbeitete 7 Tage die Woche. Und jeden Sonntagabend saß er am Küchentisch mit einem Taschenrechner und einem Heft. Die Buchhaltung. Ich saß neben ihm. Ich war 8. Und ich sortierte Quittungen. Er sagte immer: Markus, die Zahlen lügen nie. Menschen lügen, die Bank lügt. Aber die Zahlen in deinem Buch lügen nie. Wenn du die Zahlen kennst, weißt du immer, wo du stehst. Die Zahlen lügen nie. Das ist schön. Mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben. Auf seinem Schreibtisch fand ich 30 Hefte. 30 Jahre Buchhaltung. In seiner Handschrift. Jede Quittung. Jede Rechnung. Jeder Betrag. Ich bewahre diese Hefte auf. Sie sind mehr wert als Geld. Denn sie erzählen die Geschichte eines Mannes, der jeden Tag gearbeitet hat, damit sein Sohn studieren kann. Und jetzt helfe ich anderen Unternehmern, weil er mir beigebracht hat, dass Zahlen nie lügen. Markus, jetzt weine ich. Ich auch. Jedes Mal. Brauche ich einen Steuerberater? Am Anfang nicht unbedingt. Wenn du wenig Umsatz hast, reicht ein Buchhaltungsprogramm. Das kostet 15 Euro im Monat. Ein Steuerberater kostet 50 bis 150 im Monat. Mein erstes Jahr machte ich alles allein. Im zweiten Jahr nahm ich Markus. Und er fand sofort 800 Euro an Abzügen, die ich vergessen hatte. Das ist normal. Die meisten Starter vergessen die Hälfte. Fahrtkosten, Telefonkosten, Abonnements, Versicherungen. Alles, was geschäftlich ist, darf abgesetzt werden. Aber du musst es wissen und aufschreiben. Der Steuerberater kostete mich 100 Euro im Monat. Aber er sparte mir 800 im Jahr. Das ist ein guter Deal. Die meisten Steuerberater verdienen sich selbst zurück. Nicht, weil sie billig sind, sondern weil sie Dinge wissen, die du nicht weißt. Markus, ganz praktisch. Ich bin neu. Erster Kunde. Was muss auf die Rechnung? Eine Rechnung braucht mindestens 6 Dinge. 1. Dein Name und Adresse. 2. Deine Steuernummer. 3. Name und Adresse des Kunden. 4. Eine Rechnungsnummer. 5. Das Datum. 6. Was du geliefert hast und was es kostet. Und wenn du Umsatzsteuer berechnest, den Betrag extra ausweisen. Zum Beispiel Übersetzung Geburtsurkunde, 60 Euro netto, plus 19% Umsatzsteuer, 11,40 Euro. Gesamt 71,40 Euro. Und die 11,40 Euro gehören nicht mir. Genau, die gehören dem Finanzamt. Wie oft hörst du das heute? Bis du es machst. Fragen. Ahmed aus Berlin. Kann ich ein Unternehmen gründen mit einer Aufenthaltserlaubnis? Ja. Wenn deine Aufenthaltserlaubnis Selbstständigkeit erlaubt. Check das bei der Ausländerbehörde.
Und Ukrainer mit vorübergehendem Schutz dürfen auch ein Gewerbe anmelden. Katja aus München. Ich arbeite Vollzeit und will nebenbei gründen. Geht das? Ja, viele starten nebenberuflich. Aber informiere deinen Arbeitgeber. Manche Arbeitsverträge verbieten Nebentätigkeiten. Und achte darauf, dass dein Nebenjob nicht mehr Zeit frisst als dein Hauptjob. Oma aus Hamburg. Ich bin Handwerker. Brauche ich eine besondere Genehmigung? Ja, bestimmte Handwerksberufe brauchen einen Meisterbrief. Das sind die zulassungspflichtigen Handwerke. Friseur, Elektriker, Bäcker zum Beispiel. Aber es gibt auch zulassungsfreie Handwerke, wo du keinen Meister brauchst. Informiere dich bei der Handwerkskammer. Und jetzt etwas Lustiges. Deutsche Bürokratie. Ich meldete mein Gewerbe an. Beim Gewerbeamt. Die Frau am Schalter fragte, was ist die genaue Beschreibung Ihrer Tätigkeit? Ich sagte, putzen. Sie sagte, das reicht nicht. Ich sagte, Gebäudeeinigung? Sie sagte, besser. Dann tippte sie 5 Minuten. Am Ende stand auf meinem Gewerbeschein Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gebäude-Innenreinigung, einschließlich Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung. Ich putze Böden. Aber auf Deutsch klingt alles wie ein Gesetz. Willkommen in Deutschland, wo Putzen eine juristische Aktivität ist. Und die Ordner. In der Ukraine hatten wir einen Ordner für alles. Hier brauchst du 5: Steuern, Rechnungen, Belege, Versicherungen, Korrespondenz. Mein Regal sieht aus wie ein Anwaltsbüro. Ein guter deutscher Unternehmer hat mehr Ordner als Kunden. Markus, 5 Tipps. Was muss man wissen? Tipp 1. Buchhaltungsprogramm. Nicht Excel, nicht Papier. LexOffice, Zendesk, Buchhaltungsbutler. 10 bis 20 Euro im Monat. Spart Tausende an Fehlern. Tipp 2. Leg 30% jeder Rechnung für Steuern zurück auf ein separates Sparkonto. Fass es nicht an. Tipp 3. Bewahre alle Belege auf. Digital. Foto mit dem Handy. In die App. Das Finanzamt kann bis zu 8 Jahre zurückgehen. Kein Beleg, kein Abzug. Tipp 4. Nutze die kostenlose Gründerberatung. IHK, Handwerkskammer, Jobcenter. Die erklären alles. Kostenlos. Tipp 5. Krankenversicherung. In Deutschland ist sie Pflicht, auch für Selbstständige. Und überleg dir eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du nicht arbeiten kannst, hast du kein Einkommen. Und Tipp 6 von mir. Wenn du einen Fehler machst, geh sofort zum Finanzamt. Ruf an, erkläre es. Die können eine Ratenzahlung vereinbaren, aber nur wenn du ehrlich bist. Wenn du dich versteckst, wird es schlimmer. Und die Steuererklärung, wie schlimm ist sie? Als Einzelunternehmer machst du eine EÜR, Einnahmenüberschussrechnung. Das ist einfach. Alle Einnahmen minus alle Ausgaben gleich Gewinn. Das schickt dein Buchhaltungsprogramm automatisch ans Finanzamt über Elster. Meine erste Steuererklärung dauerte 3 Tage. Ich saß mit einem Berg Papier, 3 Kaffee und vielen Tränen. Meine Tochter fragte, Mama, weinst du? Ich sagte, nein, das ist die Steuer.
Die Steuer lässt jeden weinen. Aber wenn du das ganze Jahr ordentlich buchst, dauert die Erklärung eine Stunde. Dein Programm macht den Bericht. Du klickst auf Senden. Fertig. Und die dunkle Seite. Was, wenn es nicht funktioniert? Beim Einzelunternehmen meldest du dein Gewerbe einfach ab. Letzte Steuererklärung. Fertig. Aber die Schulden bleiben. Das war mein Weg. Ich habe abgemeldet, aber die 11.000 Euro blieben. Ratenzahlung mit dem Finanzamt. 350 Euro im Monat. 2,5 Jahre lang. Tagsüber Pakete sortieren. Abends 350 Euro ans Finanzamt. Und jeden Abend denken, wie bin ich hier gelandet? Aber ich habe es abbezahlt. Jeden Monat. Bis zum letzten Cent. Und am Tag der letzten Zahlung bin ich an die Nordsee gefahren. Allein. Ich stand am Strand und schaute aufs Meer und dachte, es ist vorbei. Ich kann neu anfangen. Und das hat sie getan. Besser, schlauer. Mit einem Buchhaltungsprogramm. Und mit Markus. Was ist das Beste am Gründen in Deutschland? Die Struktur in der Ukraine war Bürokratie chaotisch. Hier ist sie auch viel, aber sie funktioniert. Wenn du dich an die Regeln hältst, funktioniert das System. Es ist berechenbar. Und die Gründerberatung. Kostenlos. In der Ukraine gibt es das nicht. Hier gehst du zur IHK und jemand erklärt dir alles. Steuern, Rechtsform, Businessplan, gratis. Das hat mein zweites Unternehmen gerettet. Und die Infrastruktur. Online-Banking. Digitale Steuererklärung über Elster. E-Rechnungen. Du kannst ein Unternehmen führen mit einem Laptop und einem Internetanschluss. Vom Küchentisch aus. Mein Übersetzungsbüro hat kein Büro. Ich arbeite am Küchentisch, neben den Ordnern und dem Kaffee und manchmal neben meiner Tochter, die Hausaufgaben macht. Das ist mein Büro. Lena, du hast vorhin den Strand erwähnt. Erzähl mehr. Es war Januar. Kalt, Wind, Nordsee. Ich fuhr allein hin. Nach der letzten Ratenzahlung 350 Euro. 30 Monate lang. Der letzte Monat. Ich stand am Strand und das Wasser war grau. Und der Himmel war grau. Und ich dachte, das ist Deutschland, grau. Aber unter dem Grau ist etwas Starkes, etwas, das hält, wie das Meer. Es sieht kalt aus, aber es ist riesig. Und ich dachte, ich bin wie dieses Meer. Ich sehe klein aus, aber ich habe 11.000 Euro Schulden abbezahlt. Ich habe neu angefangen, ich habe 6 Kunden und ein Unternehmen. Und ich stehe hier am deutschen Strand mit 0 Euro Schulden. Dann ging ich zurück zum Auto und weinte, aber diesmal vor Erleichterung. 3 Fehler, die fast jeder Starter macht. Fehler 1. Zu billig. Du hast Angst, dass Kunden dich zu teuer finden. Also nimmst du 10 Euro die Stunde. Nach Steuern und Kosten bleiben 5. Das ist weniger als Mindestlohn. Rechne zurück. Du willst 2.000 Euro netto im Monat? Dann musst du mindestens 35 Euro die Stunde nehmen. Mindestens. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, 35? Wer zahlt das? Aber Markus hatte recht.
Nach Steuern, Versicherung und Kosten bleibt die Hälfte übrig. Fehler 2. Kein Geschäftskonto. Alles auf dem Privatkonto. Nach 3 Monaten weißt du nicht mehr, was geschäftlich und was privat ist. Ein Geschäftskonto kostet 5 bis 10 Euro im Monat. Es spart Stunden. Fehler 3. Keine Verträge. Alles mündlich. Und wenn es ein Problem gibt, hast du keinen Beweis. Schreib immer alles auf. Eine einfache E-Mail mit den Absprachen reicht. Mein erster Kunde bei der Reinigungsfirma hat nicht bezahlt. 1.000 Euro. Weg, weil ich nichts Schriftliches hatte. Und jetzt die wichtigsten Wörter für Unternehmer in Deutschland. Gewerbeamt. Dort meldest du dein Geschäft an. Finanzamt. Dort zahlst du Steuern. Gewerbeschein. Das Dokument, das beweist, dass du ein Gewerbe hast. Umsatzsteuer. 19% auf deine Leistungen. Kleinunternehmerregelung. Unter 25.000 Euro. Umsatz keine Umsatzsteuer. EÜR. Einnahmenüberschussrechnung. Deine einfache Steuererklärung. Rechnung. Das Dokument, das du deinem Kunden schickst. Beleg. Der Beweis für deine Ausgaben. Elster. Das Online-Portal für deine Steuererklärung. Und mein Lieblingswort, Finanzamt. Die Organisation, die dein Geld will und bekommt immer. Zusammenfassung. 1. Gewerbe anmelden. 20 bis 60 Euro. Oder als Freiberufler kostenlos beim Finanzamt. 2. Kleinunternehmerregelung nutzen, wenn dein Umsatz unter 25.000 liegt. 3. Umsatzsteuer ist nicht dein Geld. Leg es beiseite. 4. Buchhaltung. Belege aufbewahren. Programm benutzen. 5. Krankenversicherung. Pflicht in Deutschland. 6. Kostenlose Beratung nutzen. IHK, Jobcenter, Gründerzentren. Lena, ein letztes Wort für alle, die jetzt zuhören und zweifeln. Der Anfang ist immer chaotisch. Mein Vater hat es mit einem Taschenrechner geschafft. Youssef mit einem Friseurstuhl. Anja mit einem Putzeimer. Und ich mit 60 Euro auf meinem Konto. Ich habe ein Unternehmen verloren und 11.000 Euro Schulden gemacht. Ich habe 2,5 Jahre lang Pakete sortiert und Schulden abbezahlt. Und heute habe ich ein Übersetzungsbüro mit 6 Kunden und 3.000 Euro Umsatz im Monat. Nicht, weil ich schlau bin, sondern weil ich beim zweiten Mal vorbereitet war. Und das Wissen, das ich brauchte, hast du jetzt, weil du diese Folge gehört hast. Und denk daran, die Zahlen lügen nie. Schreib sie auf. Dann weißt du immer, wo du stehst. Das war Radio Migrant. Die Folge, die dir tausende Euro sparen kann. Abonniere, teile, schreib deine Fragen in die Kommentare und fang an. Heute, nicht morgen, heute. Tschüss. Tschüss!